Hallo, ich bin Sarah. Und ich bin Mark. Du hörst Deutsch mit uns, ein German Podcast für Arabischsprachige. Heute geht es um etwas ganz Persönliches. Deine Träume und Ziele. Und wir zeigen dir, wie du auf Deutsch darüber sprichst. Klar, einfach, ohne Angst. Setz dich zurück, lehn dich an und lass dich inspirieren. Heute wird es ausführlich, mit vielen Ideen und Übungen. Ich fange mit einer Frage an. Wann hast du das letzte Mal wirklich laut ausgesprochen, was du dir für dein Leben wünschst? Vielleicht ein neuer Beruf, eine Reise, endlich fließend Deutsch sprechen? Ich erinnere mich an eine Nacht vor ein paar Jahren. Ich lag wach und mein Kopf war voll. Ich möchte etwas verändern. Ich möchte nicht nur träumen, sondern anfangen. Aber ich wusste nicht wie. Und ich wusste nicht, wie ich auf Deutsch darüber sprechen sollte. Dann habe ich mir 3 Wörter aufgeschrieben. Das erste, der Traum. Das, was dein Herz schneller schlagen lässt. Das zweite, der Plan. Ein Traum ohne Plan bleibt Luft. Das dritte, die Motivation. Dein Warum. Mit diesen Wörtern kannst du schon klare Sätze bauen. Mein Traum ist, in Deutschland zu arbeiten. Mein Plan ist, jeden Tag Deutsch zu üben. Meine Motivation ist meine Familie. Einfache Sätze, aber sie haben Kraft. Jetzt eine Übung. Nimm ein Blatt, schreib oben Mein Traum und dann schreib alles, was dir einfällt. Nicht schön, nicht perfekt, einfach aufschreiben. Leg den Zettel einen Tag weg, lies ihn dann laut vor, am besten vor einem Menschen, den du vertraust. Du wirst sehen, wenn ein Traum ausgesprochen wird, beginnt er zu leben. Vor einiger Zeit war ich auf einem Workshop. Die Leiterin fragte: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? Meine erste Antwort war ganz klein: Vielleicht besser Deutsch sprechen. Aber dann wurde der Traum größer. Ich würde einen Podcast starten. Genau den wir heute machen. Und dann dachte ich: Warum warte ich eigentlich? Ich fing klein an. Ich erzählte einer Freundin von der Idee. Sie kannte jemanden mit Technikerfahrung. Dann fragte ich Mark. Und heute sitzen wir hier. Was ich sagen will: Du musst nicht sofort die ganze Treppe sehen. Es reicht der erste Schritt. Und der kann winzig sein. Vielleicht ist dein erster Schritt heute: Du schreibst einen Satz auf Deutsch über deinen Traum. Vielleicht: Ich möchte selbstbewusster sprechen. Oder du schickst diesen Satz jemandem. Ich weiß, es gibt eine Stimme in dir, die sagt, das ist nichts Besonderes. Aber diese Stimme lügt. Wer den ersten Schritt macht, gehört schon zu denen, die ihre Träume angehen. Also, mach den ersten Schritt heute und dann morgen den nächsten. Jetzt bin ich dran. Ich hatte einen Traum, den ich jahrelang vor mir hergeschoben habe. Ein Buch schreiben. Kein dickes, einfach ein Buch mit Geschichten aus unserem Podcast, aus meinem Leben. Die Ausreden kamen immer. Keine Zeit, Deutsch nicht gut genug, wer will das lesen? Eines Abends saß ich mit einem Freund zusammen. Er fragte: Was ist dein größter Traum? Ich erzählte vom Buch. Am nächsten Morgen rief er an: Ich habe aufgeschrieben, was du gesagt hast. Fang heute an, schreib eine Seite. Das war der erste Schritt. Ich schrieb eine Seite. Sie war nicht perfekt, aber sie war da. Ich machte eine Regel: jeden Tag ein Satz. Wenn es gut läuft, mehr. Wenn nicht, bleibt es bei einem. Nach einer Woche hatte ich 7 Sätze. Nach einem Monat 7 Seiten. Heute habe ich fast 200 Seiten. Der Trick: Zerlege den großen Traum in winzige Schritte. Was ist dein erster, fast lächerlich kleiner Schritt? Vielleicht heute 10 neue Wörter lernen oder einen Satz auf Deutsch schreiben. Dieser erste Schritt ist alles. Nach ihm kommt der zweite fast von allein. Ich weiß, es gibt Tage, da denkst du, das schaffe ich nie. An manchen Tagen saß ich vor dem leeren Blatt und hatte keine Idee. Der innere Kritiker war laut: Du kannst nicht schreiben. Aber dann habe ich mir gesagt: Heute schreibe ich nur einen Satz, nur einen. Und dieser eine Satz wurde oft der Anfang von einer ganzen Seite. Also, an schlechten Tagen setz dir winzige Ziele. So winzig, dass du sie nicht verfehlen kannst. Ein Satz, ein Wort, ein Atemzug auf Deutsch. Du wirst sehen, es geht. Und such dir Menschen, die dich unterstützen. Ich habe meinem Freund Tom erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Er hat jede Woche gefragt: Wie läuft es?
An Tagen ohne Lust hat seine Frage mich wieder an den Schreibtisch gebracht. Such dir einen Menschen, der an dich glaubt. Erzähl ihm von deinem Traum. Das gibt Kraft. Zum Schluss eine Übung. Nimm ein Blatt, schreib »Mein großer Traum ist« und dann alles, was kommt, ohne zu filtern. Leg es einen Tag weg, dann lies es laut vor, am besten vor einem anderen Menschen. Dann passiert etwas Magisches. Der Traum wird real. Probier es aus. Du wirst überrascht sein. Jetzt möchte ich über die Angst vor Fehlern sprechen. Viele zögern, über ihre Träume zu reden, weil sie Angst haben, etwas falsch zu sagen. Aber ich sage, Fehler sind deine Freunde. Stell dir ein Kind vor, das sprechen lernt. Es macht ständig Fehler und trotzdem wird es immer besser. Genauso ist es mit deinen Träumen auf Deutsch. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur anfangen. Ich habe eine Zeit lang jeden Morgen vor dem Spiegel meinen Traum auf Deutsch gesagt. Am Anfang stockte ich, suchte nach Wörtern, aber nach einer Woche lief es schon viel besser. Also mach dir keinen Druck. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut. Du sagst, ich möchte reisen nach Deutschland. Vielleicht ist die Grammatik nicht perfekt, aber dein Gegenüber versteht, was du meinst. Und das ist das Wichtigste. Eine weitere Technik, die mir geholfen hat, ich habe meinen Traum in Bilder verwandelt. Statt nur zu sagen, ich möchte fließend Deutsch sprechen, habe ich mir vorgestellt, wie ich auf einer Party mit neuen Freunden lache, wie ich problemlos eine Bestellung im Restaurant aufgebe. Diese Bilder geben meinem Gehirn ein klares Ziel und sie machen Spaß. Versuch es auch. Schließ die Augen, stell dir vor, du hast deinen Traum erreicht. Was siehst du? Was hörst du? Wie fühlst du dich? Je mehr Sinne du benutzt, desto echter wird der Traum und dein Gehirn wird alles tun, um ihn wahr werden zu lassen. Mach das jeden Tag 1 Minute. Es kostet fast nichts, aber es wirkt. Jetzt bin ich wieder dran. Ich möchte über den inneren Kritiker sprechen. Du kennst diese Stimme. Das kannst du nicht. Das ist zu schwer. Andere sind besser. Ich habe diese Stimme lange ernst genommen, bis ich gemerkt habe, sie will mich nur schützen, aber sie blockiert mich. Deshalb habe ich ihr einen Namen gegeben, Herr Zweifel. Wenn er redet, sage ich, danke für deine Meinung, Herr Zweifel, aber ich mache jetzt trotzdem weiter. Das klingt komisch, aber es hilft. Es nimmt der Stimme die Macht. Also, wenn dein innerer Kritiker laut wird, gib ihm einen Namen. Sag ihm freundlich, aber bestimmt, dass du weitermachst. Und dann mach einen kleinen Schritt, so klein, dass er lächerlich wirkt. Öffne das Buch, schreib ein Wort, atme einmal tief durch. Nach dem ersten Schritt kommt oft der zweite von selbst. Noch ein Gedanke. Du musst deinen Traum nicht alleine verwirklichen. Ich habe mir früh Menschen gesucht, die mich unterstützen. Ein Freund hat mir beim Schreiben geholfen, eine Kollegin hat meine Texte korrigiert. Und ich habe gelernt, wenn ich anderen von meinem Traum erzähle, helfen sie oft. Sie haben Ideen, Kontakte oder einfach aufmunternde Worte. Also, such dir Verbündete. Vielleicht ist es eine Freundin, die auch Deutsch lernt. Vielleicht jemand in einem Online-Kurs. Vielleicht schreibst du uns eine Nachricht. Gemeinsam ist alles leichter. Und wenn du anderen hilfst, wächst deine eigene Motivation. Heute Abend kannst du eine Nachricht an eine Person schicken. Ich habe einen Traum. Ich möchte… Was denkst du? Du wirst überrascht sein, wie viele Menschen dich ermutigen. Ich möchte noch über Geduld sprechen. Große Träume brauchen Zeit. Ich dachte am Anfang, mein Podcast wäre in ein paar Wochen da. Aber es hat Monate gedauert, bis wir die erste Folge aufgenommen haben. Es gab technische Probleme, Unsicherheiten, Tage, an denen nichts klappte. Aber ich habe weitergemacht. Nicht perfekt, aber regelmäßig. Also, gib dir Zeit. Vergleich dich nicht mit anderen. Dein Weg ist dein Weg. Ein kleiner Tipp: Feiere jeden Fortschritt. Du hast heute einen Satz auf Deutsch geschrieben? Super. Du hast einen Traum ausgesprochen?
Großartig! Diese kleinen Erfolge sind der Treibstoff für den langen Weg. Jetzt kommt eine Übung, die ich Zukunftsbrief nenne. Nimm ein Blatt. Stell dir vor, es ist ein Jahr später. Du hast deinen Traum erreicht. Schreibe einen Brief an dein heutiges Ich. Liebes Ich, vor einem Jahr hattest du keine Ahnung, wie du anfangen sollst. Aber du hast es getan. Jetzt? Schreib alles, was du erreicht hast. Wie fühlt es sich an? Was hat dir geholfen? Leg den Brief an einen Ort, wo du ihn siehst. An schweren Tagen kannst du ihn lesen und spüren, warum du weitermachst. Diese Übung hat mir durch viele schwierige Wochen geholfen. Probier sie aus. Ich möchte über Hindernisse sprechen. Es wird immer Hindernisse geben. Bei mir war es plötzlich eine große Arbeitsbelastung. Ich hatte keine Zeit mehr zum Schreiben. Ich war frustriert. Aber dann habe ich den Plan angepasst. Statt jeden Tag eine Seite zu schreiben, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag einen Satz zu schreiben. Das ging auch an stressigen Tagen. Der Traum blieb gleich, aber der Weg wurde kleiner. Also, wenn ein Hindernis kommt, ändere deinen Plan, nicht deinen Traum. Frage dich, was ist der kleinste Schritt, den ich jetzt machen kann? Und dann mach ihn. Hauptsache, du bleibst in Bewegung. Eine Sache noch, hab keine Angst davor, deinen Traum zu ändern. Ich dachte lange, mein Buch müsse ein bestimmtes Format haben, aber während des Schreibens habe ich gemerkt, dass ich lieber kurze, humorvolle Geschichten schreiben will. Ich habe den Plan geändert und plötzlich machte es viel mehr Spaß. Dein Traum darf wachsen und sich verändern. Du darfst neue Wege gehen. Also, sei flexibel. Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn etwas nicht mehr passt, dann ändere es. Das ist kein Scheitern, das ist Entwicklung. Jetzt komme ich zu einer persönlichen Geschichte. Vor 2 Jahren hatte ich einen Traum, der plötzlich unmöglich schien. Ich wollte einen Halbmarathon laufen, aber ich verletzte mich am Knie. Ich war am Boden. Dann sagte ein Freund, vielleicht ist der Traum nicht der Marathon, sondern deine Gesundheit. Ich habe den Traum neu definiert. Ich wollte mich beweisen, aber nicht durch einen Wettkampf, sondern durch regelmäßige Bewegung. Ich begann mit Schwimmen. Heute bin ich fitter als je zuvor. Die Lektion? Manchmal verbirgt sich hinter einem scheinbar unerreichbaren Traum ein noch schönerer. Und wenn du mal einen Rückschlag hast, dann ist das okay. Ich hatte Tage, an denen ich nichts für meinen Podcast tun konnte. Ich war zu müde, zu frustriert. An solchen Tagen erlaube ich mir eine Pause, ohne schlechtes Gewissen, weil Pausen wichtig sind. Sie geben neue Kraft. Also sei nett zu dir selbst. Du musst nicht jeden Tag Höchstleistung bringen. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst und weitermachst. Ich möchte noch über Visualisierung sprechen. Ich habe ein kleines Heft, in das ich meine Ziele aufschreibe. Aber nicht nur als Text, ich male auch kleine Bilder dazu. Zum Beispiel ein Bücherstapel für mein Buchprojekt, ein Flugzeug für die nächste Reise. Diese Bilder helfen mir, meine Ziele vor Augen zu haben. Du kannst das auch tun. Nimm ein Heft oder eine App, zeichne oder klebe Bilder hinein, die deinen Traum zeigen. Schau es dir jeden Morgen an. Das gibt dir einen klaren Fokus. Noch ein Tipp. Mach deine Ziele öffentlich. Ich habe auf Instagram gepostet, ich schreibe ein Buch. Das war unangenehm, aber es hat mich gezwungen, dran zu bleiben. Denn plötzlich wussten andere davon. Sie haben gefragt, wie läuft es? Das hat mich motiviert. Du musst nicht zu 1000 Menschen gehen. Vielleicht reicht eine kleine Gruppe oder ein Freund. Erzähl von deinem Traum. Mach ihn sichtbar. Dann wird er realer. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsübungen. 3 Sätze jeden Abend. Jeden Abend schreibe ich 3 Sätze in ein Heft. 1. Was habe ich heute für meinen Traum getan? 2. Was war heute schwierig? 3. Was nehme ich mir für morgen vor? Das dauert nur 2 Minuten.
Aber es hilft mir, dran zu bleiben und Fortschritte zu sehen. Versuch es eine Woche lang. Du wirst merken, die kleinen Schritte addieren sich. Mein letzter Teil heute. Ich möchte dir einen Satz mitgeben, der mir oft geholfen hat. Deine Träume sind der erste Schritt. Deine Taten bringen dich ans Ziel. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alles wissen. Fang heute an. Mit einem Satz. Mit einem kleinen Plan. Und denk daran, wir sind hier, jede Woche, für dich. Jetzt bist du dran, Mark. Danke, Sarah. Ich möchte noch über Dankbarkeit sprechen. Wenn ich abends meine 3 Sätze schreibe, füge ich oft einen 4. hinzu. Wofür bin ich heute dankbar? Das kann etwas Kleines sein, eine gute Nachricht, eine helfende Hand, ein sonniger Tag. Dankbarkeit macht den Weg leichter. Sie zeigt mir, dass ich nicht allein bin und dass schon viel Gutes passiert ist. Mein letzter Teil. Ich fasse zusammen, was wir heute gelernt haben. Sprich deine Träume aus. Mach sie sichtbar. Zerlege sie in kleine, machbare Schritte. Erlaube dir Fehler. Sie sind Training. Such dir Unterstützung. Feiere kleine Erfolge. Ändere den Plan, wenn nötig, aber gib den Traum nicht auf. Und vor allem, fang an. Du hast einen Traum, egal wie groß oder klein. Er gehört zu dir. Wir glauben an dich. Jetzt bist du dran. Mark, das war eine kraftvolle Folge. 10 Teile voller Ideen, Übungen und Mut. Ja, und ich hoffe, die Zuhörer haben jetzt nicht nur neue Wörter, sondern auch den Antrieb, loszulegen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere Deutsch mit uns, Podcast für Arabischsprachige. Klick auf Abonnieren und die Glocke, dann verpasst du keine Folge. Nächste Woche Smalltalk auf Deutsch, locker und sicher ins Gespräch kommen. Und danach Essen, Reisen, Arbeit. Alles, was du im Alltag brauchst. Also, mach deinen ersten Schritt heute und bis zur nächsten Folge. Tschüss und mach's gut.